Hallo und herzlich willkommen hier bei Enthusiamoba. Schön, dass ihr wieder dabei seid und mich hier auf meinem YouTube-Kanal besucht. Ich bin der Louis und ich melde mich nach langer Zeit zurück. Mehr dazu nach dem Intro. Ja, gut 4 Monate ist es her, da habe ich den letzten Film rausgebracht, zusammen mit dem Sibi, ihr erinnert euch. Und da muss man jetzt dabei sagen, da sind auch ein paar Dinge passiert. Also offensichtlich war die Geschichte mit dem, ich lasse mir die Beine verlängern, so authentisch, dass das doch der ein oder andere wirklich geglaubt hat. An der Stelle muss ich das nochmal gerade rücken. Nein, ich habe mir nicht die Beine verlängern. Mein Ego ist schon groß genug, dass ich auch mit meiner Körpergröße klarkomme. Alles in Ordnung. Auch wenn ich kleiner bin wie manch einer hier von unseren MOBA-Kollegen. Aber ich habe ein anderes Thema gehabt. Ich habe mir schlichtweg eine neue Hüfte eingesetzen lassen. Das war das Ding. Das ist medizinisch gesehen jetzt wohl nicht so das Riesending. Für mich war das schon recht groß, weil so viele Hüften habe ich halt nicht. Und so viel Erfahrung habe ich darin auch nicht. Aber aus der Medizin ist das halt ein Routineeingriff. Man hat immer, wie oft habe ich gehört, das ist wie Blinddarm. Gut, ich habe meinen Blinddarm auch noch, von daher fehlte mir auch der Erfahrungswert. Aber ja, hat aber alles gut funktioniert. Und das Problem ist auch nicht das Einsetzen der Hüfte oder der ganze Eingriff an sich. Nee, ist überhaupt nicht das Ding, sondern es ist einfach das Ding, dass man, wenn man so eine neue Hüfte bekommen hat, das Bein nicht über 90 Grad anheben kann. So, und die 90 Grad hat man zum Beispiel sehr, sehr schnell erreicht, wenn ich mich in die Hocke bewege und einfach nur die Schuhe zumachen will. Gut, da gibt es jetzt Hilfsmittel für, aber es gibt andere Dinge, wo man über 90 Grad ist, da gibt es halt keine Hilfsmittel für. Und eins davon ist MOBA. Ich krabbel unter der Bahn, ich krabbel in der Bahn, wie auch immer. Ich bin aber ganz schnell über die 90 Grad. Und genau das war der Grund, warum ich dann halt so lange pausiert habe. Denn ich habe ein Implantat bekommen, was sich festwächst, nicht das einzementiert wurde, sondern festwächst. Und da habe ich dann eben keinen Bock darauf gehabt, dass sich das durch irgendwelche Bewegungen oder Überdehnungen oder was auch immer wieder löst oder dass das vielleicht, wie nennt man sich, auskugelt oder luxiert oder wie die Kollegen, dass die sich immer so nennen, soll mir alles egal sein. So, das war der Grund, warum ich Pause gemacht habe. Dann bin ich halt auf den Geschmack gekommen. Außerdem muss ich noch ein Versprechen einlösen oder musste noch ein Versprechen einlösen, denn ich habe meiner Frau versprochen, dass wenn ich zurückkehre, gibt ein verlängertes Wochenende in Hamburg. Und das haben wir dann auch gemacht. Und in Hamburg hatten wir Bombenwetter gehabt. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, ein bisschen Urlaub wäre jetzt auch schön. Also haben wir kurzerhand noch Urlaub gebucht, mal kurz in Friesland angerufen, wo ich in den letzten Jahren auch schon war, ob sie vielleicht noch ein Zimmerchen hatte. Und da hatte ich halt Glück gehabt und habe dann auch jetzt noch einen verlängerten Urlaub bekommen. Ja, und so kommen halt die 4 Monate zusammen. Im Urlaub kann ich ja nicht immer ganz so ohne Modellbahn oder Eisenbahn oder wie auch immer, erinnert euch, mal mache ich eine Rundreise, gucke mir irgendwelche Ausstellungen an oder beim letzten Mal sind wir ja nach Langeoog rüber und sind wir mit der Inselbahn gefahren. Und diesmal, ich bin nach Bremerhaven gefahren und habe da den Holger besucht, besser bekannt auch als der Bahnbeamte. Und klar, dann steht nachher da unten verlinkt und müssen wir gleich mal gucken. Was ich da aber gesehen habe, das war schon ein Stück weit phänomenal. Erstens ist der Holger, das ist ein Fundskerl, gesehen, gemocht, geliebt, ne? Das sagt man, verliebt, verlobt, verheiratet. Das hat einfach von Anfang an hat der Welle gepasst. Das ist echt ein Fundstyp. Ne? Und wir hatten dann auch uns die Bahn dann bei ihm angeguckt, das Motiv an sich, das ist ja schon auch wieder eine Nummer. Ne? Und wenn man eine Großstadt machen will, das kennt man vielleicht bei Ausstellungsanlagen, dass man Großstadtteile da sieht, aber der baut definitiv da eine Großstadt. Und auch die Anlagenführung, das ist schon Knaller, was er da macht. Die ganzen Lichter, da gibt es kein Auto auf der Straße, die er da gesetzt hat, ist halt noch nicht fertig, aber das, was da ist, und jedes Fahrzeug, was in irgendeiner Art und Weise auf der Straße ist und eine Bewegung ist beleuchtet. Das Thema der Autobahn komplett beleuchtet. Es ist der Hammer und das wirkt natürlich. Das ist so klasse, einfach nur klasse. Ja, aber nichtsdestotrotz, wir haben uns dann natürlich die Anlage angeschaut, aber der Holger hat es sich dann auch nicht nehmen lassen, uns ein bisschen rumzuführen. Das Schöne ist, der Holger, der wohnt genau zentral in der City von Bremerhaven und der hat es nicht weit bis zum Hafen selber und dann hat er uns an der Hand genommen und hat uns ein bisschen was gezeigt.
Und als erstes waren wir in dem, wie heißt das, Atlantic Hotel Sail City. Und optisch erinnert das so ein bisschen an dieses 5-Sterne-Hotel in Saudi-Arabien, wie heißt das, Burj Al Arab. Das weiß ich jetzt nicht alles so aus dem Lameng. Sicherlich habe ich mich ein bisschen vorbereitet, aber da kann man das mal so vergleichen. Jetzt zeige ich euch mal hier die beiden Bilder. Ja. Und das Schöne ist, da konnte man oben, das ist sicherlich das höchste Gebäude mit 140 Meter in Bremerhaven, auf 86 Meter gibt es da oben eine Aussichtsplattform. Und bei dem Wetter hatte man einen wunderbaren Rundblick über die gesamte City und auch über die Hafenanlage bis hinten zum Containerhafen rein, dem Weserverlauf. Also das war schon klasse, was man da sehen konnte. Ja, für mich war das so auch wieder so zwei Gefühle, ne? So 86 Meter, das ist für mich schon eine Hausnummer. Ich bin nicht mehr ganz so höhenfest und zugegebenermaßen ein bisschen was anderes wie beim Dom gewesen, weil da gab es halt noch ringsrum Mauern und so, das ist alles in Ordnung, aber das war halt Freiland. Ne? Und ganz am Rand, das war für mich überhaupt nicht mehr machbar. Ich bin halt nicht mehr höhenfest und von daher war das schon eine Herausforderung, aber es war absolut ein optischer Genuss, total klasse. Danach sind wir runter und haben ein bisschen was gegessen da. Und dann hat er gesagt, so, ich habe da noch eine kleine Überraschung für dich, weil wir hatten uns im Vorfeld unterhalten und da sagte er, ja, was schwebt dir denn so vor? Ja, sagte ich, wäre schon schön, wenn ich irgendwas mit Eisenbahn sehen könnte oder so, das wäre schon toll, denn der Holger ist ja Eisenbahner. Der heißt ja nicht umsonst Bahnbeamter, der Junge, der kommt halt vom Fach, ne? Also dem kann man auch nichts verzellen, dem macht man auch kein X von einem U vor. Und dann hat er gesagt, ich habe noch eine Überraschung für dich. An der Stelle war meine Frau, jetzt die war mit dabei, aber mitgehangen, mitgefangen. Die ist auch nicht so eisenbahnaffin. Aber auch sie fand das sehr interessant. Der Holger hat uns nämlich mitgenommen zu seiner Arbeit in das Stellwerk. An der Stelle möchte ich auch nochmal den Thorsten, den Roland und vor allem den Kevin nochmal herzlich grüßen. Vielen, vielen lieben Dank für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Die ganzen Fragen, die ich gestellt habe, beantwortet bei so viel Geduld, das ist schon Chapeau, ne? Also fand ich schon klasse. Ja, hier wird ein paar Bilder, die stammen aus dem Fundus, zeige ich euch jetzt mal hier von dem Holger. Vielen lieben Dank dafür. So sieht halt sein Arbeitsplatz aus an einem Stellwerk, die Schalltafel da vorne, beziehungsweise die Sichttafel und da vorne dann die Apparatur. Und nach dem, was er mir dazu erzählt hat, auf den Jungs lastet enorm viel Verantwortung. Das muss man einfach mal so sehen. Ein bisschen höher hat mein Herz allerdings für den Keller geschlagen. Das hört sich jetzt blöd an, aber ich bin halt ein alter Elektroniker oder alter Techniker, das ist schon ein paar Jahre her. Und als der Kevin mir da unten die Schaltanlage gezeigt hat, hier habt ihr auch nochmal ein Bild, was ihr sehen könnt, da schlug das Herzchen schon mal ein bisschen höher. Da war ein bisschen vertraut, das war anders, komplett, ja, und ich würde da heute auch nicht mehr so reinkommen. Aber das war halt nah, ne, muss man schon sagen. Das war, und der Junge, der hatte, und das war auch noch klasse, der hatte eigentlich schon Feierabend. Und hat jetzt gesagt, nee, komm, pass auf, ich zeige dir das noch alles. Bombe, einfach nur Bombe. Naja. Und wie das dann war, dann habe ich mir hier noch diesen Turmwagen zeigen lassen, beziehungsweise der stand davor und das Traurige ist, der steht halt da und der wartet jetzt halt seinem biologischen Ende. Ne? Also der zerfällt da langsam. Schade eigentlich. Ja, dann hat der Holger mit uns noch eine Rundfahrt gemacht durch den großen Containerport. Da gibt es ja auch Europas größte Autoladestation unter anderem und das ist schon sehr beeindruckend. Da haben wir eine Rundreise gemacht, also da kann man nur mit dem Kopf schütteln. Und so nah dran zu kommen und dann auch die Informationen, sag ich mal, von einem Insider zu bekommen, das war schon echt Knaller. Das hat mega viel Spaß gemacht. An der Stelle nochmal vielen, vielen lieben Dank, lieber Holger, für die Zeit, für die Organisation, die du genommen hast, für das Futterfassen, alles Bombe. Hat viel Spaß gemacht und das schreit nach einer Wiederholung. Euch, liebe Leute, möchte ich euch den Kanal vom Holger mal empfehlen. Schaut da bitte mal rein. Hier, Bahnbeamte habe ich unten verlinkt. Und schaut einfach mal rein. Das ist einfach Bombe, was er A da baut und B an Informationen liefert. Also, das ist eigentlich ein Muss. So, ja, wie geht es denn eigentlich jetzt hier weiter? Also ich habe ja ganz am Anfang gesagt, ich bin ja bemüht, alle 14 Tage einen Film rauszubringen. Auch dieses Bemühen, das halte ich natürlich bei.
Es gibt aber immer so ein paar Dinge in der Familie und momentan auch im Beruf, da wird halt gerade viel Bewegung und da bin ich auch ein Stück weit gefordert. Und deshalb, ich bemühe mich, das in 14-Tage-Rhythmus zu machen. Ob ich es schaffe, weiß ich nicht. Also wenn es mal 3 oder 4 Wochen sind, sind es halt 3 oder 4 Wochen. Es werden keine 4 Monate mehr, so wie jetzt. Aber es kann immer mal was dazwischen kommen. So, das erstmal so vorab. Wie geht es weiter? Am besten ist es, ihr schaut euch einfach mal den letzten Film an, da ging es nämlich darum, um das Thema Segmentbau. Da habe ich die Aufsatz- bzw. die Basis- und die Aufsatzsegmente gebaut und darauf aufbauend geht es natürlich weiter. So, und dieser Film kommt nächsten Samstag. So ihr Lieben, das soll es jetzt für den Wiedereinstieg erstmal gewesen sein. Auch hier gilt, wenn es euch gefallen hat, klar freue ich mich über euren Daumen nach oben, aber ganz besonders auf euren nächsten Besuch und hoffe, dass es dann natürlich auch wieder so regelmäßig weitergeht. Und damit ihr die Fortsetzung nicht verpasst, lasst mir einfach euer Abo da. Dann wird euch hier der Kanal automatisch darüber unterrichten, wenn es denn wieder was Neues hier gibt. Also, versprochen, dauert nicht allzu lange. Ich wünsche euch jetzt erstmal eine schöne Zeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Louis.